Am Polarkreis herrscht absolute Ruhe. Aber nicht immer. Manchmal gibt es auch jede Menge Action. Viele Hersteller testen im hohen Norden ihre Autos. So auch VW. Sie haben ihre neueste Allradflotte im Gepäck und wir haben das Vergnügen, die Fahrzeuge über die zugefrorenen Seen zu jagen. Willkommen in Lappland, besser gesagt in Arvidsjaur in Schweden. Angenehme minus 10 Grad haben wir heute, also so richtig was für mich. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin nämlich so eine richtige Frostbeule. Mir ist oft bei plus 20 Grad schon kalt. Aber ich denke, wir werden uns heute gut warm halten können, denn wir werden jede Menge zu tun haben. Und zwar hinterm Lenkrad. Wir haben das große Privileg, die neuesten VW-Allradmodelle auf Schnee und Eis zu testen. Verbrenner, Elektro, SUVs, Kombis bis hin zum Kompaktsportler, hier ist alles am Start. Wir werden uns einige Modelle rauspicken und die Unterschiede im Handling checken. Die große Frage dabei ist natürlich, welcher bietet am meisten Fahrspaß? Unter anderem checken wir den neuen Tiguan. Wie schlägt sich das Kompakt-SUV auf glattem Untergrund? Wow, da geht's ab. Außerdem nehmen wir uns den ID.4 GTX zur Brust und gehen auf Unterschiede im Fahrverhalten von Verbrenner und Elektro ein. Du merkst schon, er lässt direkt mehr zu. Geil, jawohl. Direkt mehr. Yeah. Zum Schluss kommt noch der Golf R als sportlichster Kompakter, den wir zusammen mit Rennfahrer Benny Leuchter testen. Genau. Jawohl. Wer kann am Ende am meisten in Sachen eisiges Fahrvergnügen überzeugen? Unser Abenteuer beginnt am winzigen Flughafen in Arvidsjaur. Der Ort liegt ca. 100 Kilometer südlich des Polarkreises. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt rund 1 Grad Celsius. Hier leben nur um die 6000 Einwohner. Doch im Winter herrscht Hochbetrieb durch die Teststrecken. Bereits Ende der 60er entdeckten Hersteller und Zulieferer das Winterparadies und veranstalten hier auch Trainings und Events. Das Experience Center liegt nur ca. 10 Minuten vom Flughafen entfernt, am See Arvidsjaursjön. Das Gelände umfasst insgesamt 3 große Eisrennstrecken, die zusammen, wenn man die zusammen verbindet, knapp 11 Kilometer lange Strecken haben. Das ist ähnlich einer kleinen Nürburgring-Nordschleife. Wir haben eine sehr, sehr große Dynamikfläche mit verschiedenen großen Kreisen, wo wir das Thema Driften auch üben können. Wir haben einen Handlingsparcours, wo man so ein Fahrzeug auch im Grenzbereich mit sehr viel Platz bewegen kann. Wenn das Auto mal rutscht, ist es gar nicht schlimm. Also es gibt hier sehr, sehr viel zu erleben und sehr, sehr viel zu lernen. Das Eis ist um die 60 cm dick. Um die Autos zu tragen, würden sogar nur bis zu 20 cm ausreichen. Nach einem kurzen Briefing mit anderen Teilnehmern nehmen wir unser erstes Testfahrzeug entgegen, den VW Tiguan 2.0 TDI mit 193 PS und natürlich Allradantrieb. Gemeinsam mit Instruktor Nico wollen wir seine Funktionsweise und das Fahrverhalten in verschiedenen Modi testen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz entspannt auf Komfort an, nämlich einfach in der Hinsicht, damit fahren wir im Alltag. Komfort ist, würde ich empfehlen, eigentlich der Mode, mit dem ich von A nach B fahre, mit dem fahre ich einkaufen, mit dem bin ich unterwegs. So, wir haben jetzt natürlich hier besondere Bedingungen, schimpfe ich es mal. Dafür haben wir natürlich auch verschiedenste andere Modis, Sport, Individual, Offroad und Snow. Aber ich würde dich jetzt einmal bitten, fahr einmal auf Komfort, wir haben alle Systeme an. Okay. Versuch einfach mal ein Gefühl zu bekommen, was was passiert, was macht das Auto, was macht der Allradantrieb. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Wir haben jetzt gerade draußen zu sehen relativ glattes Eis, immer mal wieder mit so ein bisschen Schneeverwehungen drauf. Und wenn wir jetzt gleich hier vorne rechts rüberfahren, da wirst du merken, da kommen wir jetzt auf wie eine festgefahrene Schneedecke, wo Eis drin ist. Tritt gerne mal aufs Gas. Du merkst, das Auto beschleunigt sehr gut, hat auch relativ viel Grip. Wir haben jetzt Winterräder drauf mit
quasi legalen Spikes für hier auf dem Eis rumzufahren. Und dementsprechend merkt man schon, wenn alle Systeme an sind, im Komfortmodus, das Auto beschleunigt sauber, du hast kein Untersteuern, du hast kein Rutschen. So als erstes Gefühl. Ja. Gerade auf Schnee und Eis bieten 4x4-Fahrzeuge einige Vorteile, wie uns Fahrdynamikleiter Jochen vorher erklärt hat. Insbesondere auf rutschigen Fahrbahnen hilft der Allrad in vielerlei Hinsicht. Also man kann mit dem besser beschleunigen, weil alle 4 Räder helfen. Aber auch bei einer Kurvenfahrt zum Beispiel hilft es beim Beschleunigen, dass das Auto sehr stabil bleibt. Dafür muss man es aber auch sehr gut abstimmen, dass das auch gut funktioniert und der Fahrer da nicht plötzlich anfängt, das Auto unruhig zu bekommen. Und auch beim Bremsen, gerade bei elektrischen Fahrzeugen, bremsen wir ja mit den Rädern, also mit der Rekuperation, laden die Batterie. Und das ist besonders wichtig, dass wir das auch schaffen auf rutschigen Fahrbahnen. Und das muss man sich beim Allrad besonders angucken, weil es auch wieder alle Räder machen. Wie sich der Unterschied beim Elektroauto anfühlt, dazu kommen wir gleich noch. Zunächst steigern wir uns beim Verbrenner und wechseln in den Sportmodus. Wenn du jetzt hart aufs Gas trittst, merkst du, das Auto fängt an, sich wirklich zu bewegen. In alle Richtungen. Genau, Ja. da kommt direkt Fahrspaß, ne? Genau, absolut. Ja, cool. Und auch hier auf dem Schnee, sage ich jetzt mal, können wir das auch gerne mal machen. Ja, geil. Guck mal, das Auto Da geht. kannst du richtig schön Genau. herziehen, das ist hier cool. Wow. Traktionskontrolle Ja, regelt, geil. regelt ein bisschen. Jetzt im Sportmodus etwas mehr Winkel, bisschen mehr oder eine etwas schönere Kraftverteilung. Er zieht sich aber auch immer wieder direkt gerade, ne? Das Genau. ist schon cool. Das ist quasi so Driften für Anfänger hier. Ne? Ja, ganz ehrlich, leicht geführtes Driften vielleicht, Ja. so könnte man es nennen. Wir gehen einmal jetzt aufs ESC-System, auf Sport. Und jetzt würde ich sagen, probierst du dasselbe nochmal und dann gucken wir mal, was passiert. Wie viel Winkel er vielleicht jetzt zulässt. Und du merkst, Wow. Da geht's ab. genau, Jawohl. auch gerne hier mal probieren jetzt. Hier ist eine schöne Stelle dafür. Mal ans Gas gehen jetzt wirklich beherzt. Und du Ja. merkst, er zieht sich um die Kurve rum hier auf der Ja, festgefahrenen geil. Schneedecke. Und sobald wir Schon gleich wieder auf cool. den Eisbereich kommen, merkst du, Ja. lässt er wieder mehr Winkel zu. Der Tiguan ist ja von Haus aus ein Frontfahrzeug. Das heißt, die Vorderachse ist angetrieben, der Motor ist ja auch vorne. Und beim Tiguan haben wir einen Allradantrieb mit einer Kardanwelle nach hinten. Und die Hinterräder, die werden angetrieben dann über eine Kupplung, die sich schließt. Und das Tolle an dem System ist, dass diese Kupplung nicht einfach nur öffnen und schließen kann, sondern die kann man kontinuierlich verstellen. Und da greifen wieder unsere Regelsysteme, unsere Software ein und die entscheidet immer genau, wann wie viel dieser Kupplung geschlossen wird. Und dann haben wir eben mehr oder weniger Allrad. Und je nach Fahrsituation ist das auch genau richtig. Mal braucht man ein bisschen mehr Heckantrieb und mal weniger. Und wir können sie auch völlig schließen und dann sind die Vorder- und Hinterräder gleich angetrieben. Der Tiguan ist übrigens das weltweit meistverkaufte Modell des VW-Konzerns und gehört damit zu den wichtigsten Fahrzeugen des Herstellers. Seit seiner Einführung 2007 wurden über 7,6 Millionen Autos produziert. Die aktuelle dritte Generation ist seit 2024 auf dem Markt und wurde optisch aufgefrischt. Zum Beispiel mit Glasspange statt Kühlergrill zwischen den Frontlichtern. Im Cockpit dominiert je nach Ausstattung ein 12,9 bis 15 Zoll großer Touchscreen. Die Motorenpalette ist breit gefächert. Mit Benzinern, Diesel, Mild- oder Plug-in-Hybriden zwischen 130 und 272 PS. Mit Front- oder Allradantrieb. Der Name Tiguan ist übrigens ein Kunstwort aus Tiger und Leguan und entstand aus einer Leserumfrage einer Autozeitschrift. Der Tiger soll dabei für Stärke und der Leguan für Bodenhaftung stehen. Wie es mit der Bodenhaftung aussieht, testen wir jetzt nochmal im Offroad-Mode. Ist viel stabiler, ne? Genau. Krass. Wow. Er greift natürlich auch Ja, ein. er lässt einen gar nicht so driften. Ne? So. Genau. Der Offroad-Mode ist so ein bisschen dafür da, wie wir wollen Traktion haben, wir wollen natürlich durchs mühselige Gelände fahren, bisschen durch den Matsch und Dreck. Und da ist er natürlich dafür da getrimmt, maximale Traktion, maximaler Grip.
Fahrwerk wird auch ein bisschen weicher, verhält sich ein bisschen angenehmer. Und dementsprechend da merkst du auch in der Lenkung, es ist alles sanft und ruhig. Auto lässt ein bisschen rutschen zu, aber der Fokus liegt definitiv auf der Traktion. Ja, also ein bisschen Schwimmwinkel da, aber viel stabiler, Genau. viel weniger. Ja. Das hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Auto in den verschiedenen Modi reagiert, eben mal mehr Driftwinkel zulässt oder eben relativ stabil sich anfühlt. Ich muss sagen, es ist relativ gut zu fahren. Also ich fand es relativ simpel. Er stabilisiert sich auch relativ schnell wieder. Das fand ich echt cool. Am meisten Spaß gemacht hat es mir natürlich im Sportmodus und mit ESC, auch Sport oder Off, weil du dann natürlich schön driften, dynamisch fahren kannst. Das ist echt cool. Vom Verbrenner wechseln wir nun auf Elektro. Der GTX ist das sportliche Topmodell der ID.4 Modellreihe. 340 PS, 560 Newtonmeter, also wesentlich mehr Power als der Tiguan und ein anderes Ansprechverhalten durch den E-Antrieb. Wie wirkt sich das aufs Handling aus? Wir starten wieder im Komfortmodus. Ich hatte direkt irgendwie das Gefühl, der ist wesentlich agiler unterwegs. Er drehfreudiger, Ja, genau. mehr Rotation. Ja, Das merkt man definitiv. definitiv nicht so stabil. Wow, ja, ist schon, also das Heck kommt mehr, ne? Ja. Wie sieht's im Sportmodus aus? Wow, 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 wow. Ja. Wenn er Leistung kriegt er dann richtig Leistung. Dann kommt es direkt, erst kommt nichts. Genau. Also nichts ist übertrieben, Nix. aber wenig. Und Genau. dann kommt es aber direkt. Weil er dann Und regelt ja. er und sobald er das Ja. geregelt bekommt, wie die Ja. Traktion gerade zu dem Zeitpunkt ist, dann geht die Kraft Ja. auch nach vorne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir beim Elektrofahrzeug ja 2 Motoren haben. Einen Motor an der Hinterachse, das haben ja alle unsere E-Fahrzeuge, und dann eben noch der zusätzliche Motor an der Vorderachse. Und die sind nur mit einem Kabel, wie man so schön sagt, verbunden. Das heißt, sie sind völlig unterschiedlich regelbar und das bietet unheimlich viele Möglichkeiten, weil die eine nicht am anderen hängt. Man kann die frei voneinander einstellen. Das bietet aber auch eine gewisse Gefahr, in Anführungszeichen, weil man da auch viel falsch machen kann. Und das sind sehr potente Maschinen, die sehr viel Drehmoment haben, unglaublich schnell reagieren, ein Elektromotor. Und deswegen verwenden wir auch viel Zeit hier in der Abstimmung, um diese Autos harmonisch fahrbar zu machen. Mit der Vorderachse, mit der Hinterachse, mit beiden Achsen gemeinsam. Und wir stellen die über den Fahrdynamikmanager eben auch immer wieder so ein, dass je nach Fahrsituation genau das richtige Drehmoment und Drehzahl an beiden Achsen anliegt, dass man eben dann auch so fahren kann, wie man das möchte. Und ja, das kriegen viele bis alle auch hin. Den ID.4 gibt es erst seit 2020 und ab 2023 bekommt er immer wieder kleinere Upgrades. Er ist als Allrounder gedacht, mit Platz für 5, ausreichend Gepäck und einer Anhängelast bis zu 1400 Kilogramm. Optisch soll der GTX wie aus einem Guss wirken und hat daher nur ein paar markante schwarze Elemente, wie zum Beispiel Dach- oder Heckspoiler. Das Interieur soll als Open Space ein luftiges Raumgefühl vermitteln. Das ist für uns jedoch gerade eher nebensächlich. Wir testen den Traction Mode. Wie der Name schon sagt, für maximale Traktion. Das ESC-System ist mehr am Regeln, Ja, um das Auto einfach zu versuchen, Ja. gerade zu halten Ja. und auch einfach stabil und sicher. also jetzt ist er stabiler, aber er lässt weniger zu. Genau. Ja, genau. Obwohl er beim Tiguan mehr zugelassen hat, trotzdem du mehr machen konntest, Ja. so gefühlt irgendwie. Ne? Absolut. Das ist, Ist einfach ein irgendwie, anderes Konzept. ja. Wir haben hier ein relativ hohes Gewicht, was auf dem Schnee natürlich so ein bisschen dazu uns führt, dass wir mehr ins Rutschen kommen. Auf dem Eis einfach mehr Masse, die sich bewegt. Da ist der Tiguan etwas entspannter. Hier haben wir natürlich einen tieferen Schwerpunkt, was uns auch wieder in einer gewissen Art und Weise hilft, dass das Auto weniger wankt und rollt. Zum Schluss entschärfen wir nochmal die Stabilitätskontrolle für mehr Fahrspaß. Und du merkst schon, er lässt direkt mehr zu. geil, jawohl. Direkt mehr. Yeah. Wir sind jetzt wieder im Sportmodus. Nur um das zu erwähnen, du merkst, Ja. wir kriegen ein bisschen Schwimmwinkel, Ja, cool. wir kriegen ein bisschen Driftwinkel. Ja. Du musst natürlich korrigieren, machst du auch super. Wollen ja nicht hier irgendwo Ja. einparken. Dementsprechend, das sieht super aus. Beim Tiguan, sag ich mal, da hat man so direkt losgelegt und bei dem braucht man noch so ein paar Runden, bis man reinkommt, sage ich jetzt mal so. Also
Er fühlt sich wesentlich agiler an, ist schwimmfreudiger, sage ich jetzt mal. Und die Gasannahme oder Stromannahme ist halt sehr, sehr direkt. Also entweder es kommt lange nichts oder gefühlt wenig und dann kommt es halt auf einmal und dann muss man gucken, dass halt man nicht zu viel direkt irgendwie sich eindreht. Aber wenn man es mal raus hat, dann ist es natürlich richtig geil, weil er ist ein bisschen mehr wie ein Hecktriebler unterwegs. Da kann man halt eigentlich fast schon mehr Driftwinkel noch aufbauen. Beim Tiguan ist man halt recht schnell drin, fühlt sich direkt wohl, stabil, kann direkt loslegen. Hier braucht man ein bisschen, aber wenn man es dann raus hat, dann ist cool. Das Elektrofahrzeug spricht halt sofort an. Das ist der Vorteil eines Elektrofahrzeuges, dass du sofort das Drehmoment anliegen hast. Das ist gerade in der Abstimmung und der Einstellung des Fahrzeugs nicht ganz so einfach. Da sind wir sehr gefragt, das Ganze fahrbar zu machen, sicher fahrbar zu machen und vor allen Dingen mit sehr viel Spaß für unsere Kunden. Ich glaube, da haben wir einen richtigen Weg gefunden. Unsere Fahrpedal-Kennlinie der E-Fahrzeuge ist sehr linear, damit der Fahrer eben das Ganze sehr schön und harmonisch bedienen kann. Allerdings auf dem Untergrund hier mit ESC Sport in der Verbindung ist es für einen ungeübten Fahrer sehr schwer, mit einem E-Fahrzeug konstant sauber zu fahren, weil man immer das Verlangen hat, weil man eben noch aus der Verbrennerwelt kommt, man hat immer das Verlangen, zu viel Gas zu geben, dann kommt im ersten Moment zu viel Moment und dann steht das Auto schon quer. Rennfahrer Benny Leuchter stand uns schon die ganze Zeit mit technischer Auskunft zur Seite. Nun wechseln wir gemeinsam von den SUVs in einen sportlichen Kompakten. Aber nicht in irgendeinen. Der aktuelle Golf R ist der bisher stärkste Seriengolf, den es gibt. 333 PS, 420 Newtonmeter Drehmoment und natürlich ebenfalls Allrad. Benny war an seiner fahrdynamischen Abstimmung wesentlich beteiligt. Mit seinen zahlreichen Motorsporterfolgen ist er natürlich genau der Richtige dafür. Im Motorsport aktiv bin ich seit 2004. Habe meinen Weg über die Formelkategorien gemacht bis hin zur Formel 3, bis zu guter Letzt zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Und meine größten Erfolge sind unter anderem der Tourenwagen-Weltmeisterschaftssieg auf dem Nürburgring. Habe dreimal das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen, zweimal das 24-Stunden-Rennen in Dubai. Also jede Menge Fahrerfahrung. Der Profi zeigt uns gleich, was man mit den Zutaten Powergolf und zugefrorener See alles anstellen kann. Im Gegensatz zu den anderen Modellen ist der Golf R mit einem besonders performanten Allrad ausgerüstet. Also grundsätzlich haben wir bei Volkswagen den 4Motion-Antrieb. Also 4Motion heißt immer Allrad. Allerdings unterscheiden wir in dem klassischen 4Motion-Antrieb mit einer Kupplung vor dem Hinterachsdifferential und, so wie es jetzt hier im R-Golf ist, der Performance-Allradantrieb mit 2 Kupplungen pro Rad an der Hinterachse. Warum haben wir das gemacht? In der Entwicklung zu dem R-Golf wollten wir natürlich die Performance noch mal steigern. Und du bist physikalisch irgendwann begrenzt mit dem Einkupplungssystem, gerade was Kurvengeschwindigkeiten angeht, im Speziellen auf der Rennstrecke. Du kannst hiermit gezielt die Räder an der Hinterachse eben ansteuern und eben zum Beispiel sagen, auf einer trockenen, asphaltierten Straße zum Beispiel, treib mir nur zu 100%, also die Kraft, die nach hinten geleitet wird, treib mir bitte nur das hintere rechte oder eben nur das hintere linke Rad an. Damit verhält sich das Auto wie ein heckangetriebenes Fahrzeug. Dann geht's raus auf den Rundkurs. Ich stelle mal noch kurz unsere ganzen Kollegen hier im Auto vor. Die Wiebke vom Presseteam ist auch mit dabei und natürlich unser Kameramann hinten. Durch Bennys Input entstand zum Beispiel ein bremsdruckabhängiges Race-Schaltprogramm, das auch hier auf dem Eissee beim Quertreiben hilft. Da schaltet das Fahrzeug je nach Bremssituation sehr früh runter und hilft mir mit der Motorbremse das Auto noch mal mehr zu verzögern. Wenn ich jetzt im Drift bin und im zweiten Gang eine Kurve durchfahre und an der Leistungsgrenze oder an der Drehzahlgrenze vom Motor bin, dann möchte ich nicht, dass der hochschaltet, weil wenn er das tut, kann es passieren, dass ich dann quasi zu wenig Motorleistung abfordere, weil er in den niedrigen Drehzahlkeller fällt und dann kann ich den Drift nicht vollenden. Deswegen halte ich lieber die Drehzahl und fahre in den Drehzahlbegrenzer rein. Ganz, ganz wichtig, auch in der Fahrdynamik von dem Auto. Ja, und wenn man das dann soweit alles macht und dann kann man mit dem Auto halt auch sehr schön spielen und das Auto eigentlich übers Gaspedal steuern. Also alles, was ich jetzt hier mache, das mache ich primär übers Gas. Ja, also. Und wenn man viel geübt hat,
dann kann man mit dem Auto sehr schön tanzen. Ich sage immer, man tanzt mit dem Auto. Ja, also Fahrer und Auto sollen eins sein. Und dann kann man natürlich auch hier schöne Drifts hinlegen. Basis des R ist die 8. Generation des Golf, die 2024 ein Update bekommen hat. Die Black Edition ist ein Sondermodell mit schwarzen Details. Serienmäßig an Bord ist hier außerdem das sonst optionale Performance-Paket. Es bietet zum Beispiel Laptimer, einen höheren Topspeed von 270 statt 250 km/h und 2 zusätzliche Modi, Drift und Special. Letzterer wurde mit Benny auf dem Nürburgring abgestimmt und ist nicht nur auf den Rennstrecken, sondern auch hier auf dem Eis bestens geeignet. Im Drift macht er immer 100% der Kraft, die nach hinten geleitet wird, immer auf das kurvenäußere Rad, permanent. Also er schließt die Kupplung zu 100% und hält sie auch zu. Das bedeutet, jetzt gerade hier für die Situation auf dem Eis, ich fahre im Prinzip immer mit einem Dreirad. Ja, also vorne 2, hinten 1. Und das ist auf dem Eis too much, weil das ist von der Fahrphysik gar nicht notwendig, um das Auto überhaupt sideways zu bewegen. Das brauchst du auf Asphalt. Wenn du viel Grip hast, dann brauchst du das, um das Auto halt im Drift zu halten. Hier macht dieser Mode am meisten Sinn, weil er hier auch, deswegen sagte ich, er ändert seinen Charakter, weil er hier die Kraft von rechts nach links permanent verteilt und dem Fahrer einen optimalen Ausgangstraktionslevel gibt, ja, dass das Auto maximal rausbeschleunigt. Du merkst auch hier schon auf der Bremse, das Auto ist viel, viel agiler in dem Fahrmodus, ja, weil er das Auto versucht zu agilisieren. Merkt man das hinten auch? Merkt ihr da einen Unterschied? Ja. Schön. Man merkt, dass du mehr Spaß hast. Genau. Ja, man kann halt mehr machen. Ne? Man kann, als Fahrer ist man jetzt deutlich handlungsfähiger. Genau. Man ist nicht mehr Passagier. Ja. Ich persönlich mag den Allrad auf dem Eis sehr. Du hast bei dem Allrad den Vorteil, wenn dein Auto mal maximal quer gekommen ist, kannst du das Auto wieder zurückholen. Ja. Also kannst es abfangen. Bei einem Hecktriebler, wenn du einmal über den Punkt bist, drehst du dich weg. Zum Schluss haben wir selbst nochmal die Gelegenheit, eine schnelle Runde zu drehen, mit Coaching vom Profi. Wichtig ist, dass du weit vorausschaust. Ja. Ja, das ist so mit das A und O. Lenkradhaltung bei dir, 3 und 9 Uhr, genau. Und dann ist es immer eine Aktion und Reaktion. Das heißt, du machst eine Aktion am Lenkrad, musst dann eine Gedenksekunde warten, bis das Auto reagiert und kannst dann erst wieder eine Aktion machen. Sprich Gas geben oder weiterlenken. Wow, jetzt war da gucken, dahin gucken, genau, jetzt guckst du dahin und gehst ans Gas. Jawohl. Perfekt. Da links rüber, schneller lenken. Schneller, okay. Ja, muss schneller lenken. Okay. Dann, ne? Der Speed ist gut, genau, halte ich innen, halte ich schön innen, jawohl. Sehr gut. Und immer direkt korrigieren. Jetzt gleich macht die ein bisschen zu. Genau. Dahin. Perfekt. Und ans Gas. Wie sieht nun das Fazit aus? SUVs oder kompakte, Verbrenner oder Elektro? Welcher konnte auf Schnee und Eis am meisten überzeugen? Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Erlebnis hier in Schweden und es hat sich auch gar nicht so kalt angefühlt wie befürchtet. Wir hatten gut zu tun hinter den Lenkrädern der Autos. Zum Fun-Faktor, also Spaß gemacht haben sie eigentlich alle, also jeder auf seine eigene Weise. Beim Tiguan kam man schneller rein, beim ID.4 hat man ein paar Runden gebraucht, hat dann aber auch richtig Bock gemacht. Mein persönliches Highlight war aber auf jeden Fall die Runde mit Benny und dem Golf R. Abschließend kann man aber eigentlich sagen, dass der Fun-Faktor auf Schnee und Eis sowieso kaum zu toppen ist, egal mit welchem Fahrzeug.